Michel hat das Gewicht, hat er schon am Vormittag gehabt. Der hat auch mit seinen Gegnern, Spannung hat man gespürt. Michel, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut, aber ich bin traurig, dass Covid das alles ein bisschen kaputt macht. Also mit der Maske? Ja, so Face-Off mit Maske, das ist... Face-Off mit Maske ist nicht dasselbe. Das ist echt so. Kannst du mal sehen, ob die Lippen zittern von Gegner? Nein, es fehlt, es gibt überhaupt keine Energie, es ist echt so... Das ist was anderes. Und auch so weit weg, so 20 Meter weit weg, Face-Off, so wie Wilder Westen ist so... Nur halt ohne Pistole. Okay, hier seht ihr jetzt Darko in seinem natürlichen Lebensraum, der wieder einfach jeden kennt. Egal ob die Leute aus Afrika sind oder aus Schweden oder von sonst wo, Darko kennt sie und irgendwie kann er mit ihnen kommunizieren. Das ist seine Superkraft. Das Training, Darko. Also zweimal links, zweimal rechts. Es ist Fight Day. Ich habe schon gefrühstückt. Michel hat 3-mal gefrühstückt, während ich geschlafen habe. Er fühlt sich super. Jetzt tun wir ein bisschen mobilisieren. Er tut sich auch ein bisschen aufwärmen, alles aktivieren. Jetzt gehen wir alles ein bisschen durch, ein bisschen trainieren. So eine halbe Stunde ein bisschen trainieren. Hände hoch, Kinn runter. Ja. Okay, passt. Ganz gut. Dieses Gefühl, du siehst. War das halt ein gut oder was super? Ja, ist okay. Sehr gut. Genau. Ganz du alles, genau. Und immer rausdenken. Dann gibt dann das Rules-Meeting, Medical-Check. Ja, und dann hat er um 15 Uhr seine letzte Mahlzeit. Und dann fahren wir hin. Da hängen viele Äpfel. Komm, jetzt hin. Ja, du bist zu spät. Ja, komm, holen wir. Komm. Alter, Leo muss immer was stehlen. Ich glaub's nicht. Leo, ich warte hier seit einer halben Stunde auf dich. Was machst du da? Äpfel. Gehört das schon zu? Jans Schon zum Training, Mann. Secret Training Technik. Filmen die Äpfel nicht mich. Der urschöne Apfel, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Der da? Ja. Ich war nie obdachlos. Ich war ein Reisender. Ich mag keine Schuhe. Ich hab die ganzen Frühling und Sommer Schlapfen getragen. Jetzt habe ich mir Schuhe für 20 Euro gekauft beim Deichmann. Sie sind sowas von unangenehm. Jetzt habe ich mich einfach entschlossen, dickere Socken anzuziehen. Schau mal, ich habe Wollsocken und drunter noch normale Socken. Schau, Leo, das ist die Kombination. Ich hab eine Frage an dich. Was? Bist du ein scheiß Psychopath? Nein, Du bist ein scheiß Psychopath, Alter. Überlebenskünstler. Was für So, ich Überlebenskünstler. glaube, ich habe jetzt genug Äpfel. Bei Billa, schau, ich spare mir das ist Bio. Der ist kaputt. Der ist sauer. Leo, erzähl mal kurz, wo gehen wir hin jetzt? Ins Raum von Gas und Zart. Oder wie sagt man, ins Raum, nein, in den Raum von Gas und Zart. In den Raum von Gas und Zart. Geil, Und die schaut aber wirklich geil aus. Ich will ein schwarzes aber. Markus schenkt mir jetzt ein schwarzes. Nur ein T-Shirt, Mann. Guru, 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 Guru. Hast du immer live genommen? Eben. Mann, Guru, 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 Guru. Guru, 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 Guru. Ach du Scheiße, Mann. Harte Sparring. Oder du kannst einfach keine Handschuhe leisten. Ja, okay. Ich benutze bis meine Karriere endet diese Handschuhe.
wirklich absolut wichtige Regel für die Kämpfer ist protect yourself at all times. Du bist jederzeit für deine Sicherheit verantwortlich, egal was passiert. Das heißt, wenn du deinen Mundschutz verlierst, dann sprech nicht mit mir. Ref, mein Mundschutz und von hier kommt ein Kick oder eine Faust, du gehst K.O., das ist dein Problem. Das ist nicht mein Problem. Ja? Ich gucke, dass ich eine passende Gelegenheit finde, den Mundschutz aufzuheben, den Kampf zu unterbrechen und dir den Mundschutz wieder zurückzugeben. Mit den Bandagen wird es ernst, ha? Ja, dann ist real. Dann ist er. Morgen kann ich irgendein Typ sein, der hier noch alles ist. Attention to the ref and for example, the moment you lose your mouthpiece, you try to communicate with a ref. It's a verbal tape-out. This is a clear stoppage. You lose the fight for no reason. Okay? Ja, das ist, jeder hat seine unterschiedliche Zeremonie, weißt du, um in den Kampf reinzufinden. Das verstehen wir nicht. Das hier ist heute unser Büro. Es ist gut, es ist schön. Ist okay, schön beleuchtet. Aussicht ist gut, Licht ist gut, gut, schön weich. Boden, der ist super, gell? Top Arbeitsplatz. Wieso trainiert ihr hier überhaupt, Leo? Weil das hier der Raum von Gas und Zart ist. Und hier Aber wieso nicht mehr im Gym? sind wir. Okay. Wir haben sogar Waffen. Wir haben die teuersten Ringerwaffen. Wir haben Gonzo. Also hier bearbeiten. Genau. Jab hier. Gerade. Was kann weiter? Jab. Wieso ist ihr an dein Trainer überhaupt? Ian ist nicht der Trainer, Gonzo ist es. Ian ist der, der die Pads haltet, Gonzo weiß da. Sag, was da drin ist, Mann. Gerade. Ja. Genau. Einmal. Check. Ist Jan eigentlich ein guter Trainer? Gonzo. Ian ist wie gesagt der Padshalter. Bitte. Gonzo. Was sollen wir machen? Was ist jetzt nächste Runde? Was machen wir? Okay. Passt. Sag mal dasselbe noch einmal. 5 Minuten Runden weiter. Aber Trainer! Okay. Bist fertig für heute, Leo? Alter, ja. Ihr habt jetzt hier 1,5 Stunden trainiert. Wie viel Zeit ist das in der echten Welt? Warte mal, wie viel ist ein Tag ist ein Jahr, gell? Ja. Bei Dragon Ball, das heißt eine Stunde ist ein Tag. Oder? Nein, Blödsinn, ein Tag ist ein Jahr. Dann ist eine Stunde ein Tag. Nein, da wäre ein Tag ein Jahr. Warte kurz mal. Ja, wie ist es eigentlich so, den Leo zu trainieren? Manchmal raubt es mir den letzten Nerv, Mann. Du musst Gonzo fragen, nicht die Nächsten oder Pizza. Manchmal raubt es mir den letzten Nerv, aber manchmal ist es schon Es ist kalt, Alter. Aber meistens raubt es mir den letzten Nerv. Scheiße, da ist so glücklich. Vor allem, wenn ich diese Äpfel hat, Mann. Keine Ahnung. Dann muss ich mir Äpfel flattern. Bist du Depper, das ist kalt, Mann. Schau, Corona befindet sich hier draußen. Jan, die Tür ist zu, mach auf. Ich sterbe. Erst meine Hose ist, das ist wirklich arschkalt. Wieso ist deine Hose nass? Ich sterbe. Ich habe mich angepinkelt. Ich sterbe.
Yo Monkeys, das letzte Kapitel unserer Düsseldorf-Geschichte hier. Ich bin nicht nur wunderschön für euch eingerichtet, ich habe es leider wieder nicht gewonnen. Es war eine geile erste Runde. Wenn ihr Blut mögt und Comebacks, dann schaut sich das an. Irgendwie bin ich in dem ganzen Chaos, wo ich verarztet wurde nach der ersten Runde, hat mir irgendwie den Zahnschutz ausgenommen, dass ich besser atmen kann, was eine gute Idee war. Aber niemand hat ihn mir wieder reingegeben und ich habe es auch nicht wirklich gecheckt. Und dann habe ich irgendwann nach einer Minute in der zweiten gemerkt, ich habe keinen Zahnschutz. Wie habe ich es gemerkt? Indem ich so meine Lippe gespaltet bekommen habe, innen so ein bisschen Alistair Overeem-Style. Dann war ich ein bisschen unentspannt in der zweiten Runde und musste auch leider nach der Pause von der zweiten Runde musste ich das abbrechen. Der Ringarzt hat meine Lippe so auseinandergezogen. Da habe ich es nicht so gespürt, es hat auch nicht wehgetan. Ich habe nur gespürt, es ist etwas bei meiner Lippe, aber ich dachte einfach, es ist ein Cut. Und dann zieht er so auseinander und ich merke, okay, shit, da ist ein Loch und es hängt was in meinem Mund. Das fühlt sich nicht gut. Fuck, ich will da nicht nochmal draufschlagen. Und dann ist so ein Stück Fleisch von meiner Innenlippe in meinen Mund reingehangen und dann habe ich mir gedacht, nee, das war so, ja, da hat es mir dann gereicht. Sorry Jungs und Mädels. Das war echt so, ja, aber vielleicht zu vernünftig. Was ist passiert? Ich hab's gemacht. Das ist okay. Vielleicht bin ich zu vernünftig für MMA. Nicht vernünftig genug, um es sein zu lassen, aber zu vernünftig, um mir das Mal komplett einschlagen zu lassen. Ich wurde gerade vom Produktionsteam darauf hingewiesen, dass ich euch vielleicht noch erklären sollte, dass in der ersten Runde gleich am Anfang meine Nase gebrochen wurde, deswegen habe ich auch so geblutet. Das ist eine ziemlich geile Blutshow geworden. Ja, wie gesagt, war ein geiles Comeback, dann fettes Ground and Pound in der ersten Runde. Also wir haben uns eigentlich nichts vorzuwerfen. Die zweite Runde war dann, habe ich begonnen nachzudenken und war nicht sicher, ob ich den Referee anzeigen soll wegen Zahnschutz, aber vielleicht hätte er mich dann TKO gegeben, wegen Verbaltape oder so. Und ja, dann habe ich halt so ein bisschen ängstlich gekämpft in der zweiten. Weil ohne Zahnschutz, man ist schon so, man ist ein bisschen nackt. Ich sag's euch ehrlich, möchte ich mal grappeln ohne Zahnschutz. Schon gar nicht mich mit 4 Unzen Handschuhen schlagen.